Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus der Lounge. Mal ein bisschen einstellen ordentlich, damit das auch ordentlich aussieht. So, die Folge ist natürlich wie immer frisch gepresst auf dem Weg nach Frankfurt heute zum Stammtisch, morgen auch. Wer kommen möchte, kann sich spontan noch bei mir melden, sendet mir eine Nachricht und dann geht das direkt los. Themen, die ich frisch gepresst habe: Lufthansa, Brussels Airlines zeigt die Strategie der Lufthansa, zeigt da, was da passiert und wie die Zukunft in der Lufthansa Group aussieht. Dann bei der SAS gibt es mehr Geld in Anführungsstrichen von KLM Air France, aber die haben auch wesentlich mehr Anteile dadurch. Heißt also, da gibt es dann von den Freunden aus Frankreich respektive Amsterdam Knete. Dann gibt es eine neue Strategie, man hat neue Strecken, die man machen möchte. Man hat neue Flugzeuge gestellt bei SAS, da geht es rund und da läuft es. Dann haben wir noch das Thema Revolut, damit könnt ihr auch Punkte sammeln. Nachdem ich ja gestern die traurigen Nachrichten von Amex gebracht habe, haben mich Leute angesprochen, was man da machen soll. Und dann noch eine traurige Nachricht, ist ein Airbus A220, eine Maschine, die keine 5 Jahre alt ist. Die wird quasi verschrottet, weil die Ersatzteile mehr Geld wert haben, als die Bude selber bringt. Zumindest hat man das so für sich dann wahrscheinlich ausgerechnet. Ja, ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Das erste Thema, was wir haben, ist die Lufthansa. Und die Lufthansa-Strategie ist halt wirklich mehr Elastizität bei den Kapazitäten zu haben. Was heißt das? Das heißt, dass man dort sich besser an die saisonalen Nachfrageschwankungen anpassen möchte. Und zwar nach dem pandemiebedingten Rückgang von Geschäftsreisen sei das auch bitter nötig, so sagt man. Was heißt das? Heißt also, im Sommer 2025 sind bis zu 50 Flugzeuge bei der Brussels Airlines im Betrieb. Das sind 6 mehr als 2024. Eine neue 320, eine neue 330 und dann 4 Air Baltic A220 Wet-Lease-Maschinen. Die Wet-Lease-Strategie ist halt eine relativ einfache Strategie. Man kann, wenn man keine eigenen Flugzeuge hat oder keine eigenen Flugzeuge betreiben will, für Spitzen, haben Sie die A220-300 im Wet-Lease von der Air Baltic im ACMI, also das heißt Aircraft Manning Insurance. Das wird alles quasi damit bezahlt. Mit dem Leasing, man hat also quasi auch kein eigenes Personal, Manning. Und der Lufthansa-Konzernvertrag ermöglicht Zugriff auf bis zu 21 Maschinen im Wet Lease. Also da ist es dann durchaus spannend, was da passiert. Die Personalplanung ist auch so, dass man bei Brussels Airlines 300 mehr Leute eingestellt hat, darunter 153 Flugbegleiter und 57 Piloten. Erstmal hat man auch 47 studentische Aushilfen in der Kabine im Einsatz und die gleiche Auswahl- und Trainingsprozesse, aber wie die reguläre Crew. Das heißt, das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt nur diese studentische Aushilfe ist, sondern dann irgendwie so ein quasi so ein Cheating-Ding hat, dass man dort in irgendeiner Art und Weise schlechtere Qualität hätte. Der Hintergrund ist natürlich auch ganz klar, dass man bei der Lufthansa-Konzernstrategie die Sommerkapazitäten hochfahren möchte, weil da wird das Geschäft gemacht, im Winter keins. Im Winter will man das Angebot gezielt zurückfahren. Heißt also, wenn man kein eigenes Personal hat, wenn man keine eigenen Flugzeuge hat, hat man damit weniger Probleme. Und die Nachfrage möchte man damit halt relativ genau treffen, damit man die Kosten im Griff hat und nicht zu viele Leute in Bezahlung hat und auch, wie ich sage, die Flugzeuge. Die Signalschwankungen sind halt branchenüblich, das gab es immer, aber seit Corona ist es wesentlich mehr spürbar, weil die Geschäftsreisen zurückgegangen sind. Habt ihr das auch gemerkt, dass ihr weniger Geschäftsreisen macht? Habt ihr gemerkt, dass ihr wesentlich weniger da in der Luft seid oder bekannte Verwandte? Also da würde ich mal euch darum bitten, eure Gedanken zu sagen, was ihr auch davon haltet, ob ihr das als Qualitätsproblem seht, wenn man so sieht, Air Dolomiti, aber das ist ja Lufthansa auch beteiligt, Air Baltic und Lufthansa auch beteiligt. Ob das ein Problem ist, wenn man das so macht, oder sagt ihr, nö, die Crews sind freundlicher, sind besser, weil das hört man ja auch öfter, dass die Air Baltic sehr gute Crews hat. Ich selber habe bei Air Baltic nur gute Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr nette Leute, bin öfters ja von Tallinn, Helsinki oder wo auch immer, Berlin, über Riga dann hingeflogen, wo ich hin wollte, mit meinem VIP-Status. Also da können wir auch mal schauen, inwieweit das eine coole Geschichte ist. Also sind wir mal gespannt, ob das ein positives ist, aber da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Die 220er, die
Freunde von AirBaltic einsetzen, die 300er, da ist es so, dass die Ersatzteile sind rar. Besonders die GTF-Triebwerke, die haben ja diese Beschichtungsthematik, sind immer noch eine Mangelware. Und eine erst 5 Jahre alte 220-300, die bei Egypt Air geflogen ist, wurde in den USA zerlegt. Jo, also ein 5 Jahre altes Flugzeug, warum macht man sowas? 2024 hat die Egypt Air sich komplett von seinen A220ern getrennt. Und der Grund war, die sind zu wartungsintensiv und nicht kompatibel mit der übrigen Flotte. Gut, dass man das vorher nicht wusste, mit der Wartungsintensität, mit dem Triebwerk, kann ich verstehen. Aber Kompatibilität mit der Flotte, daher das wusste man wirklich. Käufer ist die US-Leasingfirma Azora. Und die erste Verwertung war, dass man die durch die Delta Material Services ausschlachtet. Laut Branchenangaben ist das die erste A220, die offiziell als Teilespender verwertet wurde. Der Restwert des Flugers waren 25 Millionen US-Dollar, Wert der Einzelteile wesentlich höher. Also wenn man dann das Ganze ausschlachtet, haben sie halt gut gemacht. Vor allem die US-Airline Breeze Airline betreibt ja die 220 und hat da natürlich auch die Teile sich gesichert. Also da ist natürlich dann auch spannend. Ich verstehe nicht, dass eine Fluggesellschaft sich dann die Flieger nicht selber kauft und sagt, wir machen das. Azora will insgesamt die 4 A220 aus dem Egypt Air Bestand zerlegen lassen. Nur eine der ehemaligen Egypt Air 220 fand bisher mit Cyprus Airways einen neuen Betreiber. Die anderen sind halt dann noch so auf Warteschleife. Mangelnde Ersatzteilverfügbarkeit treibt halt die Airlines, aber auch die Leasingfirmen dazu, die Flugzeuge halt zu zerlegen, um die Komponenten zu bekommen, die dringend benötigt sind. War ja auch ein Grund, warum Lufthansa nur 8 und nicht 14 A380er hat, wobei sie ja jetzt wahrscheinlich froh sind, weil sie halt schon mit Ersatzteilen für andere Flugzeuge als Spender aufgetreten sind. Wer auch ein großer Spender ist Air France KLM. Die werden Mehrheitseigner von SAS. Ja, ganz genau. Also die Air France KLM übernahm ja 19,9% 2024. Und die waren ja in einem Insolvenzschutzverfahren und alles. Man hat die SAS damit retten können. Und seither gibt es diese enge Kooperation zwischen den Freunden. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich bei dem Thema, dass die Freunde bei Air France KLM natürlich die SAS zur SkyTeam rübergeholt haben. SAS war ja ein Gründungsmitglied der Starlines, wobei ich jetzt nicht weiß, wer glücklicher darüber war, ob die SAS oder die KLM Air France da glücklicher war. Ich glaube, beide sind sehr glücklich. Und dadurch ist es so, dass die Air France die Anteile von Castle Lake und Lindwest vollständig übernehmen möchte und damit steigt die Beteiligung der Air France KLM auf 60,5. Und damit ist es eine Tochtergesellschaft von der SAS Air France KLM. Und der dänische Staat bleibt mit 26,4% weiter an Bord und behält den Sitz im Aufsichtsrat, nicht nur einen, sondern Sitz C, ich weiß nicht wie viele. Abschluss ist geplant für die zweite Jahreshälfte 2026. Abwicklung hängt natürlich auch von regulatorischen Genehmigungen ab, aber auch von EBIT-Kennzahlen, heißt Nettoverschuldung und so weiter, also wie da die weitere Performance ist. Man möchte dann die SAS strategisch komplett in die KLM Air France integrieren, die Synergien in der Netzwerkplanung, in Kosten, in Loyalitätsprogrammen, Stärkung Marktposition in Skandinavien bringen. Heißt also, dass man da natürlich dann Flying Blue langfristig auch bei der SAS hat. Air France KLM spricht von Synergien im Loyalitätsbereich und das heißt natürlich, dass die Eurobonus in die Flying Blue geht. SAS betont aktuell jedoch, dass Eurobonus vorerst erhalten bleibt und der früher, also erst im 2027 wird es diesen Übergang dann geben. Also das sollte man dann wissen. 138 Flugzeuge im Juni 2025 sind die Kennzahlen, hat man 130 angeflogene Ziele, 25 Millionen Passagiere in 2024. Der Umsatz in 2024 waren 4,1 Milliarden und man hat 10.500 Mitarbeiter und jetzt wie viele Eurobonusmitglieder? 8 Millionen Eurobonusmitglieder. Der Kontext ist natürlich so ganz wichtig, dass die Air France KLM ihre Präsenz im Norden Europas damit ausbaut, mit einem wichtigen Player, hat eine breite Konsolidierung in Europa und damit gibt es halt 3 große Gruppen. Und interessanterweise sind das auch 3 verschiedene Allianzen. Also man haben SkyTeam, haben wir ja gerade, Air France KLM, SAS Transavia und so weiter. Dann haben wir British Airways, OneWorld, klar, Iberia, Aer Lingus, Vueling und Level zum Beispiel. Und dann haben wir die Lufthansa Group mit Miles & More oder Star Alliance, Lufthansa Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings und ITA
um da nur einige zu nennen. Das Fazit ist klar, dass man nicht nur die SkyTeam Membership im Norden Europas dort stärkt, sondern natürlich auch langfristig eine starke Position im skandinavischen Markt sichert. Finnair, ich schaue hier gerade aufs Vorfeld, ist da natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz so happy. Man ist auch kleiner als Finnair, also SAS ist größer als Finnair, Finnair ist kleiner als SAS. Und für Flieger ist es halt wirklich spannend, wie halt die Verzahnung von Flying Blue und Eurobonus laufen wird. Also das ist ganz, ganz wichtig, das zu beobachten. Ich hoffe, dass vor allem die Lifetime-Status, die Leute bekommen haben, dann auch rüber transferiert werden. Wäre natürlich ein riesiger Letdown, wenn das nicht passieren würde. Also hier könnt ihr auch nochmal ganz klar sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. SAS will natürlich demzufolge auf der Langstrecke wachsen und das ist auch ein Thema, was wir extra beleuchten, weil man auch neue Flugzeuge bestellt hat. Und jetzt hört, was sie bestellt haben. Sie haben keine 220er bestellt, sondern sie haben E195 E2er bestellt. 55 Embraer hatte ich berichtet. Damit möchte man ja das Zubringernetz wieder in eigene Hand nehmen. Man hatte viel hier outgesourced, man hat hier damals mit die Sachen verkauft, man hat ja Embraers und so weiter, hat man verkauft an die Freunde von von X-Fly, also Nordica und so weiter. Und die haben dann die Zubringer gemacht. Das hat aber nicht so ganz geklappt, weil man hat den Vertrag so gemacht, dass die Esten da quasi über den Tisch gezogen worden sind. So sagen die Esten. Ich kann das auch nur wiederholen. Das ist nicht, da gibt es auch einige anscheinend Klagen, die da laufen. Und und dann hat man den Vertrag gekündigt. Daran ist ja X-Fly pleite gegangen. Der estnische Staat hat sich zurückgezogen, soll ja jetzt wieder in Air Baltic reingezogen werden, aber anderes Thema. Und dann ist es halt so, dass man da dann andere Dienstleister genommen hat, City irgendwas war es. Dann, wer war der andere? Brassens, glaube ich, aber das war ja auch nochmal nicht so ganz so toll. Wichtig ist auch, dass man die Leute weniger über Zentraleuropa ansteigen lassen möchte und der Ausbau soll natürlich dann auch die Langstreckenjets besser füllen. Und deshalb gibt es im Moment 12 Ziele, insgesamt 10 in Nordamerika, 2 in Asien, das ist Bangkok und Tokio. Und ab 27. Juni wird wieder Grönland angeflogen oder seit dem 27. Juni. Und ab September kommt dreimal wöchentlich Seoul und Mumbai oder Bombay ab Sommer 2026. Die Wunschziele sind 25 weitere Intercont-Strecken, was natürlich cool für uns wäre. Derzeit hat man ja 8 Airbus A330 und 4 Airbus A350. Wir erinnern uns ja auch über die eine Airbus-Geschichte, wo man bei SAS ja quasi mit dem Leasinggeber Stress hatte. Man erhält in 2026 nochmal 2 weitere 350er. Und der Bedarf Ende des Jahrzehnts sind insgesamt 7 zusätzliche Jets. Langfristige Entscheidungen stehen aus. Bestellungen sollen nicht zu spät erfolgen, also nicht erst in 5 Jahren, zumal ja auch die Bestellungen sehr viel Vorlauf brauchen. Philosophie ist, dass die 350 natürlich nicht für alle Märkte passend ist. Die 350 wird geschätzt und bleibt halt wichtig. Die 330 wird geschätzt und bleibt wichtig in der Flottenstrategie. Und man modernisiert sich halt wirklich damit mit den Jets und positioniert sich damit als guter Dienstleister, ein starker skandinavischer Netzwerkcarrier, der halt wirklich wesentlich mehr Ziele ab Kopenhagen anbieten möchte. Warum? Ja, weil die Dänen noch investiert sind. Die Schweden und die Norweger sind ja raus. Das letzte Thema, was wir haben, das ist RevPoints, also Revolut-Punkte. Und da war die Frage gestern im Call, ist das eine Alternative zu den American Express Membership Rewards Punkten? Und da ist es natürlich so, ja, kann ich euch direkt sagen, Spoiler halt, nein. Aber schaut es euch an, für eine kostenlose Karte ist es so, dass man natürlich mit der Revolut viele Meilen drehen konnte, wenn ihr Geld eingezahlt habt. Ihr kannte das Spiel. Und seit 2024 gibt es die RevPoints, die man über Umsätze sammelt und 1:1 in Meilenprogramme umswitchen kann. Meilenprogramme sind halt Flying Blue, British Airways, Finnair Plus, TAP Miles und Go Turkish Miles and Smiles. Bisher war das Sammeln nur mit Premium-Abo möglich, aber ab sofort kann man halt mit Standard-Accounts auch RevPoints sammeln. Der Sammel-Point ist da leider bei 10 Euro gleich ein RevPoint, eine Meile. Und natürlich ist es halt ein kostenloses Konto mit einer virtuellen Karte. Man kann auch eine physische Karte holen, gebührenfrei oder reduzierte Gebühren, Fremdwährung zahlen, kostenlose Bargeldabhebung mit Limits. Einlagen sind über eine litauische Bank abgesichert, also die haben eine litauische Banklizenz. Und der Sammelkurs ist zwar nicht spektakulär, aber ich denke mal, wenn man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, ist das auch okay. Und haben ist besser als brauchen. Ja, damit bin ich auch schon wieder mit der Sendung am Ende. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu
drücken und natürlich dann auch auf School zu kommen. Habe ich gleich schon im Intro vergessen. Aber hier könnt ihr nochmal aufs Vorfeld schauen und viel Spaß haben. Und dann gebe ich euch auch den Abspann. Also bis dann. Ciao, ciao. Hier, ups. Da haben wir jetzt was disabled. Warte. Geht er? Nee, ich habe ihn. Da muss ich ihn manuell drehen. Ups. Da ist er am verhagelt sich. Und da könnt ihr einfach mal gucken und meine Aussicht genießen. Also bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Ciao, ciao.